Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem nächsten Land- und Forst-Expertengespräch. Diesmal unterstützt von der Firma Strube und es soll sich heute drehen um das Thema Vergilbungsvirus in der Zuckerrübe. Mein Name ist Christian Mühlhausen und wir sind hier unterwegs im schönen Braunschweiger Land, im Landkreis Helmstedt. Traditionell ein sehr starkes Gebiet für die Rübe, bewährtes Fruchtfolgeglied. Die Rübe ist hier gesetzt auf den meisten Betrieben. Der Zuchtfortschritt hat den Rübenanbauern im letzten Jahr sehr in die Karten gespielt. Und wie auch in vielen anderen Bereichen gibt es Herausforderungen im Bereich Pflanzenschutz und den Krankheiten. Wir schauen heute speziell auf die Vergilbungsviren, ein Thema, was gerade in den vergangenen Jahren in Frankreich und Westdeutschland zu großen Problemen geführt hat. Ich spreche heute mit Axel Maushake. Er ist Landwirt hier und bewirtschaftet mit seinem Bruder in einer Kooperation 950 Hektar und baut 140 Hektar Rüben an. Ich spreche mit Dr. Michael Stange. Er ist Leiter des Produktmanagements in der Zuckerrübe bei der Firma Strube. Und Steffen Baumgarten ist Geschäftsführer und Berater bei der AG Nord. Herr Maushake, schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen, hier auf Ihrem Betrieb in Dobbeln im Landkreis Helmstedt. Stellen Sie uns doch bitte Ihren Betrieb kurz vor. Ja, ich bewirtschafte mit meinem Bruder hier in Dobbeln, der ist in der Samtgemeinde Heseberg im Braunschweiger Land liegt, unseren elterlichen Betrieb mit 950 Hektar. Was haben Sie für Standorte? Wir haben Standorte, sage ich mal, Schwarzerde und Lehmböden. Das Besondere ist, wir liegen zwischen der Hildesheimer und der Magdeburger Börde, dass wir unter den 50, 60 Zentimeter Humusschicht, die wir oben haben, eine Tonschicht haben, sodass wir, sage ich mal, mit wenig Wasser in unserer Region auskommen. Wenig Wasser, das heißt, Sie haben nicht so viel Niederschlag wahrscheinlich. Nein, wir sind im Regenschatten des Harzes. Von Südwest bekommen wir gar kein Wasser oder sehr, sehr wenig Wasser. Wir haben in der Regel haben wir so 450 bis 500 Millimeter Niederschlag. In diesem Jahr 290 Millimeter bisher ab 1.1. Und wie man sehen kann, ist es nicht befriedigend, aber es ist auch keine Katastrophe. Wir haben jetzt Anfang September und die Rüben präsentieren sich für 290 Liter Regen relativ gut. Ja. Rübe, Stichwort. Was spielt die Rübe bei Ihnen im Betrieb für eine Rolle? Ja, durch die Tradition und sage ich mal, spielt eine ganz große Rolle. Wir haben, sage ich mal, 20% unserer Fläche bauen wir als Rüben an. Es ist eine Sommerfrucht, die praktisch dann letztendlich mit wenig Wasser zurechtkommt. Das kann man so sagen. Und wir kriegen Resistenzen, kriegen wir im Pflanzenschutz dann auch gemeistert. Thema Rübe, wie steht die bei Ihnen in der Fruchtfolge? 5-jährig, sagten Sie? Sie steht bei uns 5-jährig in der Fruchtfolge, weil wir nicht auf allen Flächen die Rüben anbauen können. Ja. Sonst hätten wir auch noch mehr Rüben, aber es ist nicht jede Fläche sagen wir, rübenfähig, weil wir, sag ich mal, etwa 10 bis 15% der Fläche ist es leicht hügeliges Land und tonig, wo die Rübe nicht den erwünschten Ertrag dann einfach bringen kann. Bodenpunkte haben wir etwa von 85 Punkten. Wie sieht es mit den Herbiziden aus? Wie kriegen Sie die Rübe sauber im Frühjahr? Die Rübe kriegen wir im Frühjahr, sage ich mal, jetzt immer nur mit ganz großem Aufwand, weil wir die bodenwirksamen Mittel helfen nicht mehr so, weil eben wenig Niederschlag da ist. Wir müssen immer auf Blattaktive setzen. Die Blattaktiven werden uns immer mehr weggenommen. Generell werden uns die Spritzmittel immer mehr weggenommen. Und daher sind wir jetzt auf eine kamerageführte Hackmaschine gegangen und können dann mit unserer großen Spritzung, weil wir mit RTK fahren, können wir dann einfach die Bandspritzung dann machen und hoffen, dass wir damit auch die Spätverunkrautung dann in den Griff bekommen. Thema des Pflanzenschutzes ist ja auch Insektizide ein Thema. Wir sprechen heute über das Vergilbungsvirus. Ist das bei Ihnen im Betrieb schon ein Thema? Insektizide sind bei uns immer ein ganz großes Thema. Wir hatten bisher nur oder die letzten Jahre nur die Möglichkeit über Spritzmittel. Das war schon einmal anders. In den 80er Jahren hatten wir damals ein Granulat, wurde das an das Rübensaat gut rangelegt. Im Jahr 2000 kam es dann, dass es am Saatgut die Beize war. Und seit 2019 haben wir nur noch die Möglichkeit zu spritzen. Es ist aber auch keine Lösung. Und von daher suchen wir jetzt noch andere Lösungen außer der Spritzen, weil der Pflanzenschutz arg öffentlichen Druck aussteht und wir uns ja auch möglichst
umweltschonend verhalten wollen. An uns liegt es nicht. Und das heißt, auf was hoffen Sie dann konkret? Wir hoffen ganz klar, dass wir neue Sorten bekommen, dass es, sag ich mal, nur noch über die Züchtung sein kann. Auch wenn der Ertrag in dem Moment nicht so hoch ist, würden wir mit rangehen, weil der Aufwand ja sich dann auch verringert in dem Moment. Ja. Herr Dr. Michael Stange von der Firma Strube. Das Thema Vergilbungsvirus ist im Norden ja noch nicht das große Thema, aber es kann kommen. Wir sind hier in der Versuchsparzelle Ihres Unternehmens, wo es um das Thema auch geht. Dabei gibt es gar nicht das Virus, richtig? Nein, wir sprechen bei Vergilbungsvirus über den sogenannten Vergilbungsviruskomplex. Und bei uns hier in Westeuropa sprechen wir dabei im Wesentlichen über 3 Virustypen. Und wie Sie gerade sagten, stehen wir hier im Versuchsfeld. Und hier an diesem Standort haben wir künstlich inokuliert. Das heißt, wir infizieren die Rüben künstlich mit Virus, um dann Unterschiede zu sehen und dann natürlich auch auf Ertrag selektieren zu können. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, ja, hier ist auch künstlich inokuliert im BBCH14-Stadium, das heißt 2- bis 4-Blatt-Stadium meistens. Und wenn wir uns jetzt mal hier Blätter anschauen, dann können wir eben hier auch ja, die klassischen Vergilbungsvirus-Symptome erkennen, die jetzt natürlich, ich meine, wir sind jetzt Anfang September, mit Sekundärinfektionen einhergehen, also hier zum Beispiel Alternaria dann vom Rand her. Aber hier sehen wir eben dann ja die Vergilbungsvirus-Symptome und ich gucke noch mal nach einem anderen Blatt, was eben auch bei Vergilbungsviren typisch ist, wenn man die Blätter jetzt knackt so ein bisschen, also letztendlich zerbricht, dass es dann knackt. Dass man wirklich die Symptome dann, man erkennt sie und man hört sie. Das ist das, was wir hier eben in diesem Leistungsprüfungsfeld dann auch erkennen können. Jetzt haben wir von Herrn Maushage gehört, dass er auf die Züchtung setzt, auf Lösungen. Ja. Die Züchtung hat in der Vergangenheit ja, Stichwort Nematoden und Rhizomania, schon immer Lösungen auch gehabt. Was können Sie ihm heute sagen? Ja, wenn wir jetzt hier weitergehen, dann könnte ich Herrn Maushake sofort eine Lösung anbieten. Das ist mit Sicherheit noch nicht die langfristige Lösung, aber sehr kurzfristig. Wir haben in den letzten Jahren, als Vergilbungsvirus in Frankreich, aber auch in Westdeutschland 2019 und 2020 aufgetreten ist, in kommerziellen Schlägen, aber auch bei uns Versuchen gesehen, dass gewisse Sorten eine stabile Leistung auch unter Befall zeigen. Und das ist unter anderem, hier sehen wir es, die Sorte Clarion, die eben auch neben der Stabilität gegenüber Vergilbungsvirus auch starke Rhizomania-Toleranz hat und eine mittlere Zerko-Toleranz. Das wäre eine Sorte, die ich Herrn Maushake sofort empfehlen könnte. Wir haben dann auch gesehen, dass eine weitere Sorte, ja ein Ertragstyp, also sehr ertragsbetont, nämlich die Sorte Clemens, die wir jetzt hier als nächstes sehen können, auch sehr stabile Erträge unter Vergilbungsvirusbefall liefert. Also insofern können wir den Landwirten hier 2 Sorten empfehlen für den Anbau. Die sind zugelassen, die Sorten. Wir wissen, die sind robust, haben sehr hohe Erträge und somit erstmal eine erste Risikoabsicherung bieten können. Sie sprechen ja bewusst von stabilen Sorten und nicht von toleranten, aber auch bei den toleranten Sorten tut sich was. Genau, richtig? bei den toleranten Sorten ist es so, dass wir eben aufgrund dieser Versuche, die wir mit künstlicher Inokulation durchführen, unter gewissen standardisierten Bedingungen Sorten und Kandidaten selektieren konnten, die wir dann in 2021 beim Bundessortenamt in Deutschland angemeldet haben. Und ein Kandidat, den wir angemeldet haben, ist ja der mit dem Namen ST Yellowstone, der sehr hohe Erträge sowohl unter Befall generiert hat. Das heißt, hier sprechen wir wirklich von einer Vergilbungsvirustoleranz. Aber ein weiterer Aspekt, der für den Landwirt auch wichtig ist, dass er stabile Erträge auch unter Nichtbefall liefert. Denn was bringt einem Landwirt eine Sorte, die unter Nichtbefall nur 80% relativ leistet, aber eine hohe Toleranzleistung hat? Und das ist genau das, was wir bei ST Yellowstone gesehen haben. Die kombiniert bereits beides. Und zeitlich gesehen ist es so, dass wir hier zuversichtlich sind, im Jahr 2023 eine Zulassung zu kriegen, was dann bedeutet, dass sie für den Landwirt im Jahr 2024 für den kommerziellen Anbau zur Verfügung stehen würde. Also das heißt tatsächlich von heute auf morgen, stabile Sorten wären verfügbar und dann perspektivisch für den Anbau 2024 dann tolerante Sorten. Genau, für Wie die 2024 wäre die Sorte Yellowstone dann die Lösung für den Landwirt. Steffen Baumgarten, kommen viel rum in Ihrem Job und wie bedeutend ist das Thema Vergilbungsviren denn bei Ihren Landwirten, bei den Rübenanbauern?
Das Thema Vergilbungsviren ist sehr bedeutend für uns, weil die Viren natürlich sehr, sehr großen Schaden anrichten können in der Fläche. Wir sehen sehr hohe Ertragsverluste, die können 30–40%, je nachdem, welche Vergilbungsviren auftreten, dann durchaus ausmachen. Von daher spielt das schon eine Riesenrolle für den Anbau. Und in Norddeutschland, wie stark sind wir bis jetzt betroffen? In Norddeutschland hatten wir bislang noch Glück, so muss man sagen. Wir sind jetzt 4 Jahre ohne die neonicotinoide Saatgutbehandlung ausgekommen. Vorher hatten wir ja den Schutz an der Pille, wurde das Saatgut mit den entsprechenden Mitteln behandelt, sodass die Rübe lange geschützt war gegen die Blattläuse und damit auch gegen die Vergilbungsviren. Man kann auch nicht wirklich vorhersagen, in welcher Region das auftritt, ne? Nee, genau, das kann man nicht vorhersehen. Wir kriegen eine Idee, je nachdem wie kalt der Winter war. Wenn wir wissen, okay, wir haben warme Winter, dann gehen wir von einer hohen Blattlauspopulation aus und gehen davon aus, dass die Blattläuse mit dem Virus überwintern können und dann auch das Virus in die Fläche, in die Rüben übertragen können. Was genau passiert denn bei der Infektion? Wie erfolgt die konkret? Die Infektion erfolgt so, dass die grüne Pfirsichblattlaus, das ist der Virusvektor Nummer 1, die schwarze Bohnenlaus überträgt natürlich auch, aber die grüne Pfirsichblattlaus ist da entscheidend. Die nimmt den Virus auf, sticht dann die Pflanze an und überträgt das Virus in das Rübenblatt. Und in dem Rübenblatt teilt sich das Virus sozusagen auf, wird verteilt. Wir sehen diese typischen gelben Blätter, die sich dann bilden, nekrotische Verbräunungen haben wir. Die Pflanze kann keine Photosynthese mehr ausführen und verliert dadurch an Zuckergehalt und auch an Rübenertrag. Wir haben ja diese heftigen Bilder gesehen aus Frankreich und Westdeutschland. Im Norden kam das bislang nicht vor, nehme ich jetzt mit. Nee, im Norden hatten wir bislang Glück, muss man echt so sagen. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Wir sehen hier und da mal vereinzelte Spots in den Feldern, wo wir vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 gelbe Rüben finden, aber wir sind bislang noch gut davon gekommen. Und was hat der Landwirt eigentlich überhaupt für Möglichkeiten zu reagieren? Der Landwirt hat nicht ganz so viele Möglichkeiten. Früher war die Versicherung die Saatgutbehandlung. Jetzt hat er die Möglichkeit, mit Insektiziden gegenzusteuern. Es gibt unsere Schadschwellen, die wir haben. Bei der grünen Pfirsichblattlaus ist die Schadschwelle 10% befallene Pflanzen bis Reihenschluss. Und wir empfehlen auch jedem Landwirt das Monitoring, das durch die Berater durchgeführt wird, Nordzuckerberater, aber auch Offizialberatung durchgeführt wird, zu beachten. Denn da wird dann rausgegeben, wann die Bekämpfungsschwellen überschritten sind. Und dann kann der Landwirt dementsprechend auch seine Insektizide applizieren. Können Nützlinge da irgendwas retten noch an der Situation bei Blattlausbefall? Ja, auf jeden Fall. Wir haben damit gar nicht so gerechnet. Wir kennen die Zeiten noch mit der Saatgutbehandlung. Und als wir dann das erste Jahr ohne Saatgutbehandlung gestartet sind, waren wir sehr erstaunt, wie viele Nützlinge sich eigentlich im Feld bewegen und die Blattlauspopulation dann auch dezimieren können. Also Nützlinge sollten auf jeden Fall mit berücksichtigt werden, wenn es um die Insektizidapplikation geht. Landwirt Maushake sagt ja, Insektizide sind politisch nicht gewünscht und sind auch immer seltener verfügbar. Er hofft da sehr auf die Züchtung. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, definitiv. Wir hoffen auch auf die Züchtung, weil die Züchtung uns noch eine Versicherung geben kann, wenn wir sowieso schon eine Sorte bekommen für den Anbau, die eine Toleranz oder eine Resistenz gegen die verschiedenen Vergilbungsviren mit sich bringt. Dann kann der Landwirt diese Sorte im Feld anbauen und wir wissen ja nicht genau, wo eigentlich die Viren auftreten, in welcher Region. Und das ist dann sozusagen die Versicherung, die der Landwirt hat, schon von der Saat an. Sie haben es gehört beim Land- und Forstexpertengespräch unterstützt von Strube. Vergilbungsviren derzeit noch kein Riesenthema in Norddeutschland. Es kann aber ganz schnell zum Thema werden, insbesondere vor dem Hintergrund der milden Winter. Und da wird es auch schnell teuer, weil Vergilbungsviren in der Zuckerrübe, das kostet auch Ertrag und Zucker. Derzeit ist die gezielte Bekämpfung der Blattlaus als Überträger des Virus das Mittel der Wahl. Darüber hinaus hat der Landwirt schon jetzt die Möglichkeit, dass er stabile Sorten wählen kann, denen das Virus weniger stark was anhaben kann. Es sind weiterhin tolerante Sorten in der Zulassung, die ab 2024 vielleicht schon dem Landwirt zur Verfügung stehen. Für den Landwirt sind diese toleranten Sorten eine Art Versicherungslösung,
die ihm dabei helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen, sodass es zu diesen schrecklichen Bildern von gelben Rübenfeldern bei uns im Norden hoffentlich nicht kommen wird. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.